Liebe Skorpione, wir widmen uns heute mal der Frage, welche Wünsche erfüllen sich für euch? Was könnt ihr umsetzen? Was liegt in greifbarer Nähe? Was ist möglich? Ich muss gerade so schmunzeln, ne? Weil was ist möglich und da liegt das Geheimnisbuch. Also etwas, was sich noch zeigt, etwas, wo euch neues Wissen aufgeht, etwas, wo ihr vielleicht auch damit konfrontiert seid, dass ein neues Kapitel im Leben sogar beginnt. Eine Instruktion, die ihr braucht. Die Karten wieder, echt, ey. Ja, Wege, die ihr euch wünscht, Entscheidungen, die ihr euch wünscht, Möglichkeiten, die ihr bewusst schon überlegt habt. Also Wege in Richtung Wunscherfüllung, Möglichkeiten, neue Wege zu gehen. Möglichkeiten, da wo ihr vorher Hindernisse hattet oder das Wissen nicht, was euch im Weg steht, jetzt in Bewegung zu bringen. Möglicherweise ist es auch eine Situation, wo man aus Stagnation rausgeht, wo die Hindernisse weniger werden, wo man eine super Erfahrung macht und wo man auch weiß oder spürt, wo man selber nicht mehr so stur sein braucht oder sich selbst im Wege zu stehen. Ihr kriegt Antworten, oder wir, ich bin ja auch einer, ihr dürft mit Überraschungen rechnen und mit Erfolgen und mit dem Gefühl, dass ein Weg entsteht, bei dem ihr euch wieder sicher fühlt. Ihr könnt irgendwo Schnitte machen, ja? Ihr könnt das, was euch zurückgehalten hat, plötzlich in Fahrt bringen. Da ist auch das plötzliche Wissen, der Aha-Moment. Im Prinzip ist es auch das Minimieren oder die Ernte an sich. Das Überwinden von Verletzungen. Eine rasch aufklärende Situation. Das ist wirklich so wie eine klassische Erkenntnis, eine überraschend klassische Erkenntnis. Der Bereich Langfristigkeit ist angezeigt, Erfolge oder Sicherheit auch im Bereich Vitalität, Wachstum. Das Anschieben eines Prozesses, der schon sehr lange gedauert hat, dass sich besser verwurzelt fühlen. Ja, und hier ist dann an sich alles, was ihr so verändern wollt, neue Wege, die ihr gehen wollt. Ich lasse jetzt die Karten mal nochmal voll runtergehen, dass wir möglichst viele Bereiche haben. Hier sind alle Familienthemen unter einem guten Stern oder auch bei der Wunscherfüllung. Hier ist etwas, wo man Frieden schließt, wo man sich anders zeigen kann. Die Berufsenergie ist dabei. Die häusliche Energie, das Umfeld, man fühlt sich getragener. Gute Nachrichten, Nachrichten, die stabilisieren, das Ankommen irgendwo. Zweifel werden in Glück aufgelöst. Was ich auch habe, ist, dass ihr vielleicht so ein besonderes Gespür habt, wo was nicht mehr stimmig ist oder wo man zwischen den Zeilen lesen muss. Das können hier auch, ich sage mal, Anrufe sein, Gespräche, wo euch mitgeteilt wird, dass etwas sich wendet.
Ich habe das eine finanzielle Energie, die sehr wankend war oder beunruhigend. Im kleineren Bereich wieder Expansion da ist, also es ist kleines Geld mehr zu sehen. Ich habe das Überwinden eines Liebeskummers. Es kann jetzt das Gegenüber betreffen oder ein Konflikt mit dem Gegenüber. Für viele sieht man bei euch Seelengefährten, Seelenpartnerschaften, wo es schwierig war. Ich habe hier eine aufregende Situation, die zu Ende gehen kann mit einem Gegenüber oder einer trennenden Situation. Wow, guckt euch das mal an. Hier ist es so, dass karmische Zyklen sich beenden, dass, wenn wir jetzt angucken, dass wir das sind. Ne? Wir hängen irgendwo in unserem Türmchen drin, wir sind umgeben von Personen. Wir haben möglicherweise das Erbe unseres Daseins sehr auf dem Schirm. Elternthemen, Kinderthemen, Umfeld, Freundschaften, Schattenthemen. Und hier haben wir die Sonne, wir gucken direkt rein in einen Kreislauf, der sich auflöst. Wir haben eine besondere Präsenz auch zum Krafttier hier oder zum Geistführer oder zu Ahnen. Ja, ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Wir gucken direkt in die Sonne rein. Ne? Was darf ich an Glücksimpulsen noch mitgeben? Ein karmischer Zyklus ist beendet und eine unerwartete Wende, und die liegt in unserem eigenen Haus noch mit dabei. Ne? Da können schon so Dinge wunscherfüllend eintreffen, wo man schon gedacht hat, das wird hier nichts mehr oder so. Hier sind Lösungen, die kommen von wo ganz anders, als man sie vermutet hat. So, was würde ich sagen? Wir nehmen noch eine von meinen Karten. Was ich auch noch sehen kann, das ist so neue Menschen, die ins Leben treten, Seelengefährten, gute Leute einfach, schicksalshafte Begegnungen. Wir haben neue Chancen und Möglichkeiten und wir haben, dass wir einen Neuanfang begrüßen dürfen. Liebe Skorpione, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.